Tausende Urlauber verließen in den letzten Tagen Portugal, um zu Hause nicht in 14-tägige Quarantäne zu müssen. Jetzt haben auch andere Angst um ihre Ferien im Ausland. Warum muss ich nach Mallorca fliegen, wo ich das große Risiko eingehe? Angst nicht. Nein, aber ich denke mir, gesunder Menschenverstand. Der kleine Ort in Österreich, da scheint alles ruhig zu sein, da kann man mal eine Woche hin. Aber viel weiter würde ich jetzt auch nicht wegfahren und schon gar nicht fliegen. Denn sollte sich das Delta-Virus in weiteren Urlaubsländern ausbreiten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis RKI und Bundesregierung für weitere Länder strenge Beschränkungen erlassen. Die Kunden dieses Kasseler Reisebüros sind buchungsfreudig, aber sie buchen auch um, erklärt uns Geschäftsführer Klaus Spohr. Weil sie eben Angst haben, dass während des Urlaubs die Restriktionen noch stärker werden und dann bei einer Rückkunft in Deutschland gegebenenfalls Quarantäne angesagt ist. Das Auswärtige Amt hatte Portugal aufgrund der sich vor allem im Großraum Lissabon stark ausbreitenden Delta-Variante zum Virusvariantengebiet erklärt. Also es ist eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Gerade heute haben wir die Nachricht bekommen, dass eben Portugal und England aus den Mutationsgebieten wieder rausgefallen sind jetzt Hochrisikogebiete. Aber dann entfällt auch die 14-tägige Quarantäne. Was gilt derzeit grundsätzlich bei Flugreisen zurück nach Deutschland? Bei Wiedereinreise wird ein negativer Schnelltest erwartet oder aber eben jetzt neu dieser digitale Impfpass. Im Detail gelten diese Reiseregeln. Vor der Rückkehr nach Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de digital registrieren, aus welchem Land man kommt, kontrolliert von den Behörden bei der Einreise. Getestete, geimpfte und genesene Reisende sind gleichgestellt. Wer aus einem Risikogebiet wie Zypern zurückkommt, braucht einen dieser Nachweise. Ohne Nachweis gilt 10 Tage Quarantänepflicht. Wer aus Hochinzidenzgebieten, zum Beispiel Ägypten und Tunesien, einreist, muss 10 Tage in Quarantäne. Frühestens nach 5 Tagen ist eine Freitestung möglich. Das betrifft jetzt auch Portugal und Großbritannien. Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne. Bei Rückkehr aus Virusvariantengebieten aber gilt 14 Tage Quarantäne für alle, auch für Geimpfte und Genesene. Wir beschränken uns im Moment sehr auf die Zielgebiete im europäischen Raum und da eben vornehmlich Spanien, die Kanarischen Inseln, die Balearen und Griechenland, wobei Griechenland im Moment sogar noch etwas sicherer scheint. Die Griechen strengen sich da unheimlich an, geben den Gästen ein großes Sicherheitsgefühl. Für Reisende ohne Impfschutz zeigt sich laut schottischer Studie, bei der Delta-Variante verdoppelt sich das Risiko, ins Krankenhaus zu müssen. Um seine Kunden immer auf den neuesten Stand zu bringen, bietet der Reiseexperte eine digitale Reiseinfo an. Ja, mit den Buchungsbestätigungen erhalten unsere Kunden einen Link zu diesem Destination Manager. Und da der vom Softwareanbieter täglich aktualisiert wird, fließen also die neuesten Regeländerungen ein. Und man kann das auch im Urlaub nutzen und erfährt dann, ob gegebenenfalls ein Test entfällt oder ob irgendwas dazukommt und kann rechtzeitig reagieren. Ist auch eine Last-Minute-Stornierung möglich? Ja, man kann schnell reagieren. Die Reiseversicherungen haben sich darauf eingestellt und haben ein Upgrade speziell für Corona-Fälle integriert. Wenn unser Ferienziel zum Virusvariantengebiet erklärt wird, müssen wir den Sommerurlaub nicht abbrechen. Aber eine 14-tägige Quarantäne ist dann nach der Urlaubsreise all-inclusive. Puh, das ist ja auch nicht so einfach. Schönen guten Abend, Herr Rodekra, unser Ratgeber in Sachen Reiserecht. Schönen guten Abend. Herr Rodekra, in der guten Woche fangen hier in Hessen die Ferien an. Gucken Sie so eher optimistisch oder pessimistisch auf die Urlaubszeit? Ja, ich bin schon noch optimistisch, aber dieses Jahr gilt es, man muss sich einfach ganz umfangreich informieren, auch noch mal kurz bevor es losgeht, was ist in meinem Reiseland los. Also da ist alles ein bisschen anstrengender dieses Jahr, aber trotzdem bin ich noch optimistisch. Also müsste ich als allererstes checken, ob ich Internet im Urlaub habe, oder? Welche Seiten muss ich im Auge behalten?
Ja, man sollte unbedingt 2 Seiten sich immer anschauen. Eine vom Auswärtigen Amt. Beim Auswärtigen Amt kann man über jedes Land dieser Erde die Einreisebestimmung nachlesen und auch die Rückreisebestimmung nach Deutschland dann. Ja, also was man hier beachten muss an Testung und Quarantäne zum Beispiel. Und die zweite wichtige Seite ist die vom Robert-Koch-Institut. Da findet man Informationen darüber, ob sein Reiseziel womöglich ein Hochinzidenzgebiet ist oder ein Virusvariantengebiet oder nur in Anführungsstrichen ein Risikogebiet. Da findet man die Liste mit diesen Länderbewertungen. Ja, und Sie sagen es ist deshalb so spannend, weil das kann sich stündlich ändern. Haben Sie mal ein kleines Update für uns? Wie ist im Moment der Stand der Dinge so in ganz besonderen Urlaubsländern, wo wir gerne hinfahren? Ja, derzeit haben wir 11 Virusvariantenländer, darunter Gebiete wie Südafrika, Brasilien, die gelten ja als Urlaubsländer. Dann haben wir 29 Hochinzidenzgebiete, darunter sind beliebte Ziele wie Ägypten zum Beispiel. Und dann haben wir über 80 Risikogebiete, darunter fallen sehr viele beliebte Urlaubsländer wie Türkei zum Beispiel, auch Teile von Spaniens, wobei man bei Spanien sagen muss, man hört es munkeln, dass ganz Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt wird. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Aber es gibt auch viele Länder, die wurden rausgenommen aus den Risikogebieten, also Entwarnung. Beliebte Länder wie Österreich zum Beispiel, Schweiz, Dänemark, Griechenland. Also da kann sich ja mal immer sehr viel ändern. Tagesaktualität ist da angesagt, dass man sich tagesaktuell informiert. Gut, haben wir verstanden. Das war jetzt auch echt gut, dass Sie mal ein paar positive Beispiele genannt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Portugal für August storniert habe, meine Reise, die ich gebucht habe, weil ich gesagt habe, das ist mir doch alles zu unsicher, bleibe ich dann auf diesen Stornokosten sitzen? Ja, das kann leider sein, wenn man zu früh storniert. Man muss da ein bisschen Nerven behalten als Pauschaltourist. Man kann ja als Pauschaltourist kostenfrei zurücktreten, wenn sich nach der Buchung ein Umstand einstellt, der die Reise erheblich beeinträchtigt oder gefährlich macht. Zum Beispiel die Höherstufung zum Virusvariantengebiet oder es kommt eine neue Reisewarnung. Aber wer jetzt für Portugal 6 Wochen vorher schon einfach gesagt hat, ich trete zurück und ich will kostenfrei zurücktreten, der konnte das nicht, denn mittlerweile ist diese Höherstufung wieder zurückgenommen worden und es scheint ja auch weiter runterzugehen. Also da muss man Nerven behalten, nicht zu früh stornieren, denn es muss klar sein, zum Zeitpunkt der Stornierung muss bereits feststehen, dass die Reise nicht mehr zumutbar ist, wenn man sich auf den Standpunkt stellen will, kostenfrei zurücktreten zu dürfen. Wenn man jetzt erfährt, man muss in Quarantäne, da könnte es natürlich auch Probleme mit dem Arbeitgeber zu Hause geben. Wahrscheinlich wollte der Kollege direkt nach mir in Urlaub und ich sitze jetzt in Quarantäne. Ja, also ganz wichtig ist, wenn man also völlig unvermittelt in Quarantäne muss, weil man auch plötzlich aus einem Virusvariantengebiet zurückkommt, was man vorher nicht wusste, dann ist es wichtig, den Arbeitgeber sofort zu informieren. Und man hat da keine Abmahnung zu befürchten, wenn man beim Start der Reise nicht wusste, dass es ein Virusvariantengebiet ist, soll heißen, während des Urlaubes wurde es zum Virusvariantengebiet erklärt und man muss dann 14 Tage in Quarantäne. Aber wenn man das nicht wusste, hat man nichts zu befürchten, aber man muss eben den Arbeitgeber informieren und dann bekommt man zum Beispiel auch nach dem Infektionsschutzgesetz einen möglichen Verdienstausfall auch erstattet, aber immer unter der Voraussetzung, man wusste bei Reisestart nicht, dass es ein Virusvariantengebiet ist. Immerhin. Vielen Dank, Herr Rodekra. Dankeschön. Sehr gerne. Also, wer eine Pauschalreise gebucht hat und nicht auf Kosten sitzen bleiben will, der muss die Nerven behalten und darf erst stornieren, wenn für das Reiseziel tatsächlich eine Reisewarnung besteht oder man bei Rückkehr in Quarantäne müsste. Und im Ausland muss man die Seiten des Robert-Koch-Instituts und des Auswärtigen Amtes gut im Auge behalten.